Puccini 650, die Profi-Version. Ich habe den Uwe bei mir. Uwe Schmidt, grüß dich, Uwe. Hallo, schönen guten Tag. Wir präsentieren euch heute den Puccini 650 Royal. Das Spezialmodell für unsere Profiklasse darstellt, fängt an beim Fahrwerk, geht über die Außenhaut, Fußboden, Innenleben, stabile Möbel, Matratzenumbau, Bettumbau, Hochleistungsduschsysteme und der Sonderbau nicht zu vergessen. Das Coole ist, der Uwe hat nichts verlernt, oder? Nee, alles Sven. Guten Morgen, Sabrina. Das ist wirklich, man muss den Uwe nur anschalten, ja, dann fängt's los. Du hast das wie lange jetzt gemacht mit Wohnwagen? Ich bin jetzt mit Papa auf der Messe seit 50 Jahren immer unterwegs. 50 Jahre, ja. Tabat ist eine ganz wichtige Marke für euch. Und der Profibereich, du hast mir erzählt, jetzt werden Leute kommen und werden sagen, hier ist jetzt Riffelblech mit drin. Wozu braucht man das? Es ist nur Optik. Nein, du sagst, die Dinger werden im Winter verwendet, minus 10 Grad. Da geht das nicht. Ja, denk dir mal vor, du hast jetzt eine 12 Kilo Gasflasche hier und legst sie auf die Kante auf. Das macht nur einmal Klack und dann ist die ganze Sache passé. Dann ist alles kaputt. In der Profiklasse hinaus, das wird alles in Aluminium-Riffelblech ausgelegt. Und wir haben vor allen Dingen eins, auch in den schweren Lasten gehen wir nicht an die Deichsel, sondern wir nehmen die Zugvorrichtung, nehmen wir in dem Sinn auf und geben der mittig ein Stützrad, sodass, Leute, sind wir mal ganz ehrlich, 180 bis 200 Kilo ohne weiteres vorne drauf gedrückt werden können und dass man da keine Probleme kriegt mit dem Camping-Stützrad, es uns einfach wegbricht. Hier ist was ganz Tolles. ATC ist zum Beispiel jetzt auch in Metall, aber das Besondere ist, ihr habt eine eigene Version, 2,7 Tonnen, 2,5 Tonnen, das geht. Ja, wir haben hier ein Fahrzeug, das wir insgesamt mit dem Hause Tabat natürlich vereinbart, eine 2,5 Tonnen Achse einbauen können und die ganze Situation stellen wir dann anschließend noch auf 17 Zoll Felgen. Da sieht das natürlich irrsinnig sportlich aus, elegant. Der Wagen wirkt ein ganz anderes Schauobjekt als dessen, wenn ich mir einen Standardcamper nehme mit 14 Zoll oder 15 Zoll. Wir schauen uns das gleich mal an. Das ist für den Profibereich, Sabrina, muss man sagen. Profi bedeutet, das können zum Beispiel Schausteller sein, das können Leute sein, die im Wagen wohnen. Oft, ich sag mal, Menschen aus Frankreich. Ist hier ein Klo drin in dem? Da ist keine Toilette drin. Kann man uns gleich mal anschauen. Das ist aber auch ganz verständlich. Wenn ich jetzt insgesamt hier in diesem Wagen mit 4, 5 Personen drin lebe und ich würde wirklich meine persönlichen Sachen da drin erledigen, wie die Toilette, da wäre der Bedarf als solches in Geruchentfaltung viel zu hoch, inklusive der Entsorgung. Diese Wagen werden im Schnitt mit einem Beiwagen mitgefahren, wo in dem Sinne die Küchentrakt sowie die Toiletten separat bedient werden. Ich zeig's mal gerade. Ich hatte selbst einen Puccini, muss ich sagen. Das ist so die obere Mittelklasse, kann man das sagen? Ja, der geht schon kräftig in die Oberklasse rein. Speziell, wo wir ihn hier haben, mit allen Merkmalen der Besonderheit, um halt eben mitzugehen in die Oberklasse rein. Wir bleiben bei einem Standard-Wohnwagen, präsentieren aber in dem Sinne in der Materialverhaltung der Oberklasse. Wir gehen in eine andere Bauweise der Seitenbleche rein. Wir haben verstärktes Seitenblech statt 0,4, 0,6 reingesetzt. Wir haben die Bodenversion geändert. Wir haben die Sitzgruppen geändert. Wir haben die Polster geändert. Alles ist mit Verstärkungsmerkmale für den permanenten Gebrauch ausgelegt. Ja, die Tür ist so breit, wenn du dich mal kurz reinstellst, sei mal so nett. Dann haben wir den Uwe mal kurz missbraucht, denn er ist ein bisschen größer wie du. Du bist, wie groß bist du? Oh, das weiß ich leider nicht. Ich schätze mal so 1,80 Meter. Ja, das kommt so etwa hin, ja. Ja, 1,80 Meter. Aber nicht zu groß, nicht zu groß. Aber die Tür ist viel breiter geworden, muss ich sagen. 10 Zentimeter haben wir zugelegt. Das werden wir gleich erklären, dass wir Nachteile daraus empfunden haben. Aber mit dem Eingang der Tür haben wir natürlich auch viele Vorteile. Das Beladen und Entladen stellt eine ganz andere Größe dar. Das war vorher so, also die Aufbautür bei mir, damals bei den Puccini, war viel enger. 10 Zentimeter 10 Zentimeter und das sind Welten, 10 Das Zentimeter. sind Welten, bieten aber natürlich für den Innenraum Probleme, weil wir ganz einfach die Möbelbau nicht mehr so gestalten können. Die 10 Zentimeter beim Wohnwagen ist eine Welt für sich alleine. Ich zeige es mal gerade hier vorne drin. So, ich brauche dich noch mal kurz, Uwe, komm mal raus, denn du musst mir ein bisschen was erzählen über den Aufbau. Das heißt, ihr habt jetzt mittlerweile viel GFK im Einsatz, am Dach zum Beispiel. Das Dach ist komplett GFK gesteuert. Heckpartie und Frontpartie haben wir im Glattblechversion. Falls da mal irgendwas passieren sollte, können wir spachteln, können wir ihn lackieren, nach Wünschen herrichten. Die Seitenblechen brauchen wir als Stabilität des Rüffelblech, weil wird es im Sommer hinaus zu viel Aufschlag im Hitze sein. Die Ausweitung des Blechs ist zu groß für ein Glattblech zu nehmen. Das ist in dem Campingbereich, also den Liebhabern des Campings zugedacht. 2,50 Meter, das heißt, das merkt man auch innen. Das merkt man innen, Sven, jawohl. Das werden wir gleich sehen, wie innen man das merkt. Ja, du hast richtig viel Platz. Die Fahrzeuge sind oft auch Schlaffahrzeuge, muss ich sagen. Es gibt Wohnfahrzeuge, es gibt Schlaffahrzeuge. Wie ist das im Winter? Ist da auch viel draußen bei den Leuten? Der Wohnwagen ist ja ein Winterwohnwagen. Er ist komplett ausgerüstet mit all seinen Merkmalen, von der Fußbodenerwärmung angefangen, über das warme Luftsystem hinaus, mit der Winterrückenlehnen, mit allem rundherum. Der Wagen ist voll gefäßfähig.
wenn er nicht gerade falsch bedient wird. Dazu muss man auch wieder sagen, es gibt Kunden, die stopfen natürlich die ganze Leitungen zu. Was soll denn da in die Luft reinkommen? Gell? Aber toi, 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 es läuft super. So, jetzt haben wir hier... Ich möchte aber kurz noch was zeigen. Ja, zeig bitte. Im Außenbereich, bevor wir innen reinsteigen. Warte, ich zeig mal ganz kurz. Warte. Im Prinzip jetzt hier. Du bist so schnell immer, warte. Ah, das ist halt eben bedingt durch das Alter, man flitzt immer etwas schneller. Wir haben jetzt hier eine Kurbelansteuerung. Wo? Ja, hier dieses schöne schwarze Teil. Das bedeutet nicht mehr, dass die Herrschaften in die Knie gehen müssen und müssen die Kurbel suchen. Sondern hier wird die Kurbel einfach draufgelegt, du schiebst rein und dann kannst du die Stützen runterdrehen. Achso, du brauchst dich nicht mehr auf die Knie. Nein, ja, super. Ja, Sag mal, keine schmutzige Knie, keine kalten Knie mehr. Einfach rein, zack, zack. Und da nach ist sie. wie vielen Jahren ist man da jetzt mal auf die Idee gekommen, da praktisch so einen Trichter zu machen, wo die Kurbel reinkommt? Also Sven, wenn ich das jetzt ehrlich sage, das ist ein uraltes System, wo wir früher bei der Baronesse und der Komtesse hatten. Sagen wir mal so, bis es wieder aufgefrischt worden ist, der Gedanke. Das war seine Zeit. Aber es war notwendig. So, Dachreling, das ist nicht nur Show, oder? Da kann man auch was mitmachen. Wenn es gewünscht wird. In erster Linie verteilt es natürlich eine ganz andere Optikschlag. Gell? Wenn du oben die Dachreling siehst, wie bei den SUVs heutzutage, die haben alle Dachrelings drauf, für in dem Sinn einen gewissen Pep zu erzeugen. Wir können beladen. Sie sind auf die Kante angesetzt und du hast eine Zuladungsmöglichkeiten von 80 Kilo, so etwas in der Richtung. Surfbretter und alles, was dran hängt. Ja? Sabrina, was Schönes ist natürlich die Außenbeleuchtung, die ist jetzt integriert oben. Das war bei meinem damals nicht so. Ich dachte jetzt, unser Schirm hätte dir super gut Der Schirm gefallen. kommt doch gleich. Ja, Zeigen wir gleich mal. einmal die Markisenleiste und die Vorzeitleiste mit Bewegungsmelder habe ich dir da mal angemacht. So, die Markisenleiste ist hier oben drin. Dann habt ihr hier unten doppelt beplankt. Die Sabrina hat mir eben erklärt, das schafft auch nochmal Stabilität, oder? Ja klar, generell ist es ja so, wie wir vorhin erwähnt haben, wenn du ein Glattblech nimmst, muss die Temperatur im Sommer ja, die Ausdehnung des Materials muss ja irgendwohin gelandet sein. Und wenn ich Rüffelblech nehme, erhöhe ich damit die Quadratmeterzahl. Durch den Schlag, durch den Löffelschlag. Und damit wird die Wärme aufgenommen und das Material nimmt insgesamt die Spannung auf. Und dieses ist zusätzlich eine Verstrebung bei den Leisten, die dieses lange 6,50 Meter natürlich auch Stabilität darstellt. Das Blech hat in dem Sinn seine klare Befugnis. Gell? So, jetzt ist hier unten, da ist jetzt alles weiß, was du hier drin hast. Ist das Serie hier unten, die Flanken im Weiß? Ja, das wird gewünscht, speziell von der Profiklasse, weil hier ist Reinigung angesagt. Also hier, die Frauen lieben diese Wagen und die putzen im Winter wie im Sommer ihr bestes Stück. Das, Sven, das musst du erleben. Also das muss man erlebt haben. Das kann man nicht erzählen. Das ist... Die sind immer auf Hochglanz, oder? Ach, die sitzen, tipptopp sitzen die da. Das ist eine Leidenschaft, die da drin verwirkt wird, die man nur unterstützen kann, in dem Fall, dass man ihnen das Material auch so bietet. Sehr schön. Nochmal kurz zur Erläuterung. Die Doppelleiste hat noch folgenden Vorteil. Kommt es mal wirklich zu einer kleinen Karambolage, Ja. haben wir hier Schnittpunkt im Blech. Wir brauchen nicht die gesamte Seite zu verplanken, sondern wir können in dem Sinn hier ansetzen zur Verblechung oder können im oberen Bereich verflächen. Das ist ein riesiger Kostenfaktor bei Versicherungsfragen. So, und das macht ihr auch hier, die Reparatur? Auch hier, ja. Okay. So, das sind jetzt 17 Zoll Felgen? 17 Zoll Felgen sind das, ja. Und wenn wir es mal ein bisschen genauer rangehen, siehst du sogar das Tappert-Wappen drin. Das sind spezial Tappert-Felgen. Schau mal, hier. Und vergleich das mal mit dem Tappert-Wappen. Es kommt exakt auf das Tappert-Wappen raus. Wir haben in die Felge, haben wir speziell für Tappert dieses Tappert-Zeichen einprägen lassen oder entwickeln lassen. Sehr schön. So, geh mal rein, bitte. Ja, die große Tür hast du ja schon erwähnt. Die große Scheibe, die dazu passend ist. Dazu gibt es einen entsprechenden Abfallkorb oder Versorgungskorb. Wir haben in dem Sinn einen wunderschönen Schirmständer, der natürlich nicht fehlen darf, mit dem schönen Schmidt-Logo dabei. Und eine sehr gute Tür, die in dem Sinn 2 Verriegelungspunkte gegenüber dem Standardwagen hat. So, das war vorher nur in der Mitte. Nur in der Mitte. Ja, das ist heute nicht mehr einfach so, diese Tür aufzuwirken. Gell? Oh, was ziemlich cool ist auch hier oben ein Kleiderhaken. Kleiderhaken, die wir da drin haben. Ja. Drücken wir unten rein und springen sie oben raus. So, das ist neu. Also die Tür Mit ist, Verdunklungseffekt, mit allem, was dazugehört. Gell? die Tür ist viel breiter. Ja, wir haben schon ein paar Videos gedreht zusammen. Ich habe schon ganz vergessen, lieber Uwe, wie toll das mit dir war, die zu drehen. Und jetzt können wir nämlich die Sabrina nämlich nehmen. Royal steht drauf. Das ist diese Ausführung, die du mir eben erzählt hast, gell? Ja. Das ist der Name, der Spezifikationsnamen für diese ganze Angelegenheit. So, jetzt hast du was Besonderes. Du hast es auf dem Handy mal gezeigt. Es gibt dieses Fahrzeug hier. Genau, einmal kurz mal draufdrücken, dass wir das mal sehen, mit einer neuen Deckenleuchte, die mit drin ist. Ich zeige es mal gerade. Wenn du gerade das andere Bild nimmst, da war es noch mal deutlicher. Da war sie, glaube ich, angeschaltet. Tja, Sven, Die Technik. das vertagen wir wohl besser mal. Da ist es Da nochmal. unten ist es da. Genau. Wenn ich einmal kurz darf. Ja, klar. Ich bin ja hier Android-Fan, großer. Man kann mal gucken, ob wir. Ja, jetzt haben wir es.
ist hier oben, das ist die neue Deckenleuchte. Optional ist das als Ersatz quasi für das Heki, was oben drauf ist. Richtig, das Heki muss ausgetauscht werden. Dieses Heki kann nicht mit der Deckenleuchtung kombiniert werden. Und dafür kriegen wir eine komplette Deckenbeleuchtung rein, die mit diesen Leitstreifen als solch versehen ist. Der Effekt seht ihr ja, was da sich ergibt. Also das ist phänomenal. Das ist selbst im Hausbau so eine Garnitur zu präsentieren. So, Sabrina, du hast auch ein Handy, oder? Verschiedene Varianten, genau. Da wollten wir euch noch mal zeigen. So, bitte mal stillhalten, bitte. Wenn du mal gerade so lieb bist. Sonst kriegen es die Leute nicht mit. Ich muss einmal hier scharf stellen. Das ist hier mit. Warte ganz kurz. Ich krieg dein Handy nicht scharf, weil das so... du hast eine Folie drauf, gell? Ja, eine dreckige Folie. Ich kann es nicht zeigen da. Deswegen, aber ist nicht so schlimm. Es geht darum, eigentlich euch nochmal deutlich zu machen, dass hier normalerweise 2 kleine Sitze sind mit einem Tisch. Ja. So, und jetzt haben wir hier den Sonderbau in dem Moment, ein Sideboard mit Kleiderschrank. Und hier auf dem Handy wollten wir euch gerne zeigen, dass wir hier auch eine Couch hinmachen können und dementsprechend mit einem Schrank bzw. dem kleinen Board für den Fernseher draufzustellen. Jetzt habe ich scharf. Guck mal hier vorne, das funktioniert. Das heißt also, hier vorne kannst du statt diesem Board eine richtige Couch reinmachen. Genau. Und das habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. In der Mitte eine Couch. Ja, weil wie gesagt, serienmäßig 2 kleine Hocker, so eine Seitensitzgarnitur. So, ich frage mal nicht, was der Uwe wiegt, aber wir gehen mal ein bisschen nach hinten. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir So, haben denn- vergessen abzustützen. das schafft, das Gegengewicht. Doch, ich habe es geschafft. Und das ist mal Platz, oder? Ja, kannst du ganze Familienfest hier drin halten. Wir haben das mal geschafft auf der alten Majestät, die wir mitgenommen hatten, die Firma Tabat unterzubringen auf dem Campingplatz in Düsseldorf. Cool, wenn Ich glaub, du mal gerade daneben 12? gehst, ich gehe mal ganz zurück. 12 Personen waren mal drin. So, ich geh mal gerade ganz zurück und du gehst mal bitte nach vorne mit ihm, dass wir einmal mal kurz das Raumgefühl zeigen. So als Gegengewicht, das müsste gehen. Es geht. Ich wiege ja auch noch ein bisschen was. Du bist ja ein Leichtgewicht, Sabrina. Ich bin jetzt hier hinten auf dem französischen Bett drauf und ich bin noch nicht ganz am Ende. Also der hat wirklich irre viel Platz. Warte, ich brauche mal irgendein Startbild hier, dass ich mal gerade ganz zurückgehe. Jetzt bin ich ziemlich weit zurück. Und das ist der Blick, praktisch offene Blickachse. So offen, dass du ein Raumgefühl hast, als wärst du in einer großen Eigentumswohnung. Du kannst dich richtig drehen und du kannst die 2,50 Meter wirklich optimal ausnutzen. Das ist also auch ein Riesenplus. Hier auf der linken Seite hast du dann wirklich toll zum Rausgucken. Das Bett ist auch größer wie das, was wir eben gezeigt haben. Oder täuscht das? Das französische. Das ist größer, was wir eben gezeigt haben. Genau, das Das kommt dir sehr wahrscheinlich aber nur so vor. Kommt nur vor. Abwickeln. Das war eben, es wirkte ein bisschen kleiner, aber dadurch, dass das hier jetzt ein bisschen Sind wir auf 1,60 Meter mal 2,5 Meter. 1,60 Meter mal 2,5 Meter. Ja. Okay. So, das ist hier. So, jetzt müsst mal, Uwe, wenn du mal zu mir kommst, ich habe große Sorge. Weil wir haben an dem schönen Wagen hier spazieren zu gehen. Nee, er hängt ja nicht dran, muss ich sagen. Und wenn er jetzt dranhängen würde, da würde ja wahrscheinlich wenig passieren. Ja, genau, hast recht, ja. Sehr schön. So, dann zeigen wir mal. Jetzt. Ja, wir fangen mal beim Polster an, wo die Sabrina sich gerade draufsetzt in der Mastos. Haben wir oben eine Schaumauflage und dann haben wir einen verhärteter mit etwa einer Schaumstärke von 210 ein Unterkeil drin. Schaumauflage von außen draufgelegt, von innen ein stabiler Kunststoffkeil, sodass er eine gewisse Langlebigkeit und ein Gefühl des Einsinken kommt, aber der Stoff gibt nicht nach. Okay, das ist praktisch Industrieschaum, der für die nächsten 20, 30 Jahre gedacht ist. Sodass du das Obermaterial könnte man tauschen, der Schaum wird es wahrscheinlich überleben, oder? Ja, so kann man es ausdrücken. Kommt natürlich auf die Gewichtsklasse, die jeden Tag da drüber geht. Drauf an, gell? Ist logisch. Die werden jeden Tag benutzt. Oft ist das hier der Schlafbereich, muss man sagen, bei den Leuten, die das benutzen. Die bauen also die Sitzgruppe schon mal um als Schlaf, oder nicht? Also in der Kombination, wie die Sabrina es erklärt hat, mit der Seitensitzgruppe, haben wir ja auch noch eine Couch. So zur Folge, dass sich diese Sitzgruppe doch den ganzen Tag hindurch offen lässt. Nur im Notfall, dass Männlein, Weiblein halt eben irgendwie zusammenkommen, dann kann man sie trennen, die Kinderpärchen, ja. Generell ist das ja der Schlafraum zu behalten. Da 2 Personen in unserer Couch-System und 2 Personen in dem Bereich können wir ganz leicht 6 Personen erwirken, indem man ganz bequem leben kann. So, ich habe eine Bitte, Sabrina, wenn du mal gerade nach hinten gehst, ins Bett zusammen mit dem Uwe, dann setze ich mich mal da rein. Wir machen mal hier einen kleinen Tausch, dass der Wagen nicht nach unten abkippt.
So, wir müssen uns immer beeilen bei den Autos. Ihr habt heute, oder ich glaube es war gestern, waren es 8 Wohnwagen, die ihr ausgeliefert habt. Die Wagen, die da sind, das hier ist wirklich ein richtig schöner Wagen. Und du hast zu mir gesagt, Uwe, den musst du dir angucken, weil das Thema Royal, das sieht man in Deutschland nicht so oft. Du hast ein Bussystem mit drin, du hast richtig viele Ablage, Bussystem für die Lichtsteuerung. Das heißt, du kannst das Licht jetzt an mehreren Stellen noch an- und ausmachen. Das war nicht immer so bei Tabat, oder? Ja, da hatten wir schon dem Zeitpunkt entsprechende Innovationen an Stromkreisen im Wagen. Das Bussystem ist ja auch noch nicht so alt am Gesamtmarkt. Gell? Ja. Wir gehen mit der Zeit dabei. Wir haben auch in allen Positionen Ladestationen für Laptops, iPhone und sonstige Sachen. Ja? Die sind alle integriert, zum Beispiel in Lampen, die du hinten am Bett hast. Jede Lampe hat separat nochmal einen Anstecker für das Handy. Ja, und so ist es auch mit dem Kühlschrankversion. Wir haben getrennt einmal den Kühlschrank als Gefrierfach, wir haben als Bedienfach für den Tagesbedarf, aber das haben wir beim letzten Video schon mal gezeigt. Und für die nächtlichen Aktionen, was man nicht so weit hat zum entsprechend holen, kann man auch diese andere Seite öffnen. Verstehe. Ja. Viele Fächer hast du mit drin, du hast viel Stauraum in der Küche, was vielleicht ein wichtiges Konzept ist für alle Leute, die vom Thema Wohnmobil kommen. Da hat man ja immer diese Kombiheizung mit drin, warmes Wasser und Luftheizung mit integriert. Das gibt es im Wohnwagenbereich eigentlich fast nicht, oder? Ja, man versucht das zu regeln, aber die Kombiheizung hat einen kleinen Nachteil, dass du permanent Stromanliegen haben musst, dass die Heizung in Funktion ist. Ach, das geht ohne Strom? Die Kombiheizung brauchst du Strom. Nein, die hier meine ich. Die brauchst du keinen Strom. Hier kannst du den Betrieb, ist händisch wie in einer alten Bauweise, den ganzen Fahrbetrieb hier durch die Heizung laufen lassen. Du brauchst keinen Strom dazu. Das heißt also, da ist jetzt eine Lüftungsanlage, die bräuchte Strom, aber die Heizung würde auch funktionieren ohne Lüftung, richtig? Die Heizung überschlägt den Wohnwagen und wenn du Stromzuführung hast, kannst du dementsprechend über die Geblässituation den Wohnwagen dann die Warmluft verteilen. Aber du hast ihn zumindest überschlagen. Und wenn du jetzt einen Wohnwagen mit der Kombiheizung hast, bist du während der Fahrt aufgeschmissen, sofern du keine Stromquelle hast. Also müsste immer 12 Volt mit an Bord sein, für eine Kombiheizung zu bedienen. Zudem ist es so, hier haben wir 2 Heizsysteme drin. Einmal fürs warme Wasser, einmal für die Heizung. Wenn wir im Sommerbetrieb sind, brauchen wir nur das warme Wasser. Also gehen wir nur auf die Gas-Strom-Boiler-Funktion hinaus. Ja? Und benutzen die Heizung eigentlich eine Übergangszeit im Winter. Sodass wir 2 verschiedene Geräte haben, die eventuell bei Ausfall, wir denken bitte hier auch an Dauerbetrieb, ohne weiteres getrennt bedient werden können. Ja, ich hatte ja früher auch so einen Wagen und der hatte immer so einen Boiler mit drin, so ein Tuma-Boiler, ich glaube 5 oder 8 Liter hat der. Ist das auch hier so? Wir sind hier entweder bei 15 Liter mit Strom oder bei 10 Liter kombiniert Strom mit Gas. So, hier sieht man die. Wir können hier eine Vollversorgung vornehmen in allen Belangen. Wenn das Stromnetz am Campingplatz nicht ausreichend ist, kannst du hier über Gas ganz schnell nachheizen. Verstehe. So. Das ist eine richtige Profi-Duschanlage, die ist komplett verkleidet. Wenn du die hintere Glastür etwas verschließt, hast du hier im vorderen Bereich noch eine Glastür und dann hast du einen geschlossenen Duschraum. Ich guck mal grad. Uwe, wenn du mal gerade das Licht bitte mal anmachst, dass wir schauen können, wie schön das hier aussieht. Zeige ich dir mal das Duschvolumen, dass es dir möglich ist, auch bei so einer kleinen Persönlichkeit wie bei mir, sich bequem zu duschen, zu hantieren, in die Knie zu gehen, Füße hochzuheben. Es ist alles möglich. Wir haben hier nicht eine kleine Campingdusche, die in dem Moment für gerade mal Zähneputzen geeignet ist, sondern hier ist eine richtige Gestaltung von einem Platz, den man sagen kann, hier kann ich duschen. Ja. Und die Lichteinschaltung findet von hinter die Tür statt. Warte mal, ich mach das mal gerade. Da ist der Uwe. Du sagst, wenn es an ist an? Alles an. Sehr schön. Alles gut. Cool. Ja, dann hast du oben noch einen Handtuchhalter. Du hast ein kleines Heki. Das ist in dem Sinn auch für diejenigen, die mit nassen Kleidung reinkommen. Heizsystem wieder komplett die autarke Heizung, die im Namen Standard ist. Lüftungsgebläse auf die Dusche gelegt, Dachluke aufgeöffnet, hier die ganzen nassen Sachen reingehängt und schon kannst du den schönen feuchten Luftatmosphäre nach außen blasen. So, viel Stauraum hier mit drin. Unterm Bettkasten ist viel Stauraum. Sabrina, bitte mal zeigen. Da findet man wahrscheinlich dann auch das Spoilersystem. Nee, hier ist keins. Das haben wir alles im hinteren Bereich, hinten rechts eingebaut.
Komplett. Das heißt, der komplette Platz ist für Beladen. Stühle oder irgendwas. Genau, zum Beladen. Ja. Aber der Boiler nämlich immer im Weg. Und das hier ist ohne, ist natürlich noch etwas mehr Platz. Das oder? ist halt eben die Auszeichnung des Profiwagens, dass wir halt eben alle Festbausteine möglichst in die Ecken verteilen. Da, wo beim Beladen der Wohnwagen nicht erreicht wird, sollte man möglichst die Elemente wie Batterie, Boiler und sonstige Accessoires, die gewünscht sind, dort unterbringen. Französisches Bett, die Matratzendicke, unvorstellbar. Das heißt also 25 Zentimeter. Das ist also... Das hängt nicht nur an der Matratze, das hängt auch extra davon, wir haben das Bett absenken lassen. Dieser Wagen hat nicht eine Standardhöhe wie im Campingbereich vom Bett her, sondern hier ist für stärkere Matratze, die serienmäßig ist, das Bett auch automatisch abgesenkt worden. In der Konstruktion. Okay, das heißt, du schläfst da drauf wie im Hotel? Prinzessin auf der Erbse. Schön so hoch. So, die Vorbereitung ist hier mit drin. Das zeige ich auch gerade nochmal. Für den Fernseher, der hier da ist. Ja, was wird denn jetzt am meisten bestellt? Die Couch oder hier das Sideboard? Das ist wirklich individuell für den Kundewunsch dann in dem Moment. Viele bestellen Serie. Andere möchten halt, weil sie halt schon im höheren Alter sind, brauchen sie halt keine Liegefläche für einen Bettumbau oder irgendwas mehr. Die wollen dann lieber den Stauraum. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Die anderen sagen, sie wollen lieber das Sofa. Sie bauen die kleine Sitzgruppe um. Also ganz individuell. Die Aufbauklimaanlage, die ist gesetzt, oder? Bei den meisten? Die ist gesetzt, ja. Und wo der Herr Schmidt jetzt steht, einmal oben die Beleuchtungsanlage wird sehr gerne genommen. Das sind diese 6 zusätzlichen Spots im Deckenbereich. Die sind nicht Serie. Okay, dass man auch ordentlich Licht hat hier dran, gell? Ja, es leuchtet natürlich im Winter den Wagen ganz anders aus, gell? So, bitte einmal. Wir können auch die Tönung der Scheiben verändern, gell? Wir können aus dem Wohnwagen auch einen Wohnwagen mit dunklen Scheiben liefern. Also praktisch mit einer Sonnenbrille für südliche Länder. Ja, genau. Oder von der Optik her, je nachdem, wie es halt eben von dem einen und dem anderen gewünscht wird, gell? Mach mal zu, bitte. Dass wir mal sehen, wie man den Schlafbereich separieren kann. Annähernd nicht vorgenommen, aber das gerne. Okay, das heißt, es wird meistens nicht zugemacht, Uwe? Nein. Okay. Die Familienpolitik ist offen, so, dass das alles ziemlich offen geführt wird. Es wird sogar so gewünscht, dass wir nennen das hier in der Fachjargon belgische Ausführung. Die Blickachse ist von der Tür komplett bis in den hinteren Bettbereich offen. Das ist natürlich das Raumgefühl unglaublich erhöht. Ja. Aber hier ist der große Kleiderschrank hinter dir natürlich eine Wucht. Gell? Für einen Wohnwagenbereich in dem Moment so einen Kleiderschrank zu präsentieren, ist also boah. Das Ganze mal 2. Ja, das ist, gut, ich muss sagen, ich bin gar nicht so überrascht, weil ich ja in Frankreich wohne. Ich hatte ja eine französische Version. Ich kenne die nur so. Also die meisten Deutschen, die verbauen sich das in der Mitte durch unglaublich viele Einbauten. Das geht. Das ist zwar nett, hast noch ein bisschen mehr Stauraum und so, aber die Blickachse ist dann zu. Das heißt, es ist immerhin hier ein Wohnwagen, in dem man Wohnwagen, der man richtig drin wohnen kann. Es ist kein Camping für den Campingbereich. Wir haben Verstärkungen im Möbelbereich, wir haben einen Steher von, der ist aus Aluminium in den Bestandteile gebaut. Da sind die ganzen Elektronikbauteile drin. Wir haben in dem Wagen sehr viel Know-how und technische Innovation eingebaut. Was sehr schön ist, übrigens die Schausteller, ich kenne ja welche, die gerade jetzt zum Beispiel am Weihnachtszirkus, die nennen diese Fahrzeuge trotzdem Camping. Die sagen, ich bin im Camping. Genau, den Camping. Den Camping, das war ganz witzig. Die Definition kommt aus dem Bereich heraus, dass die Leute früher ja einen Zweiachser hatten. Ja. Luftdruck, ja. 12 Tonnen, 13 Tonnen. Ja. Für die ist natürlich klar, das hier ein Camping. Aber für die Leute, die so einen Wagen haben, ist das schon eine Profiware. Ah, okay, ich verstehe. Die Definition von oben runter betrachtet, wurde früher ein Chassis von 30 Meter mal 250 mit Luftdruckbremse an den LKW dran gehängt. Das sind natürlich Wohnhäuser. Deichsel war meistens dran, oder? Ja, eine Deichsel, Zugdeichsel vorne dran, ja. Aber mit Schere, ja, die in dem Sinne Drehkranz noch hatte, ja. Aus dem Bereich sind wir Camping, ja, ist ja klar. Aber von dem Bereich hier ist der Camping wieder eine ganz andere Sache. Verstehe. Komm, wir fassen das mal zusammen. Da unten hast du noch Stauraum für Schuhe. Ja, da wollte ich gerade noch mal kurz drauf eingehen, weil du eben auch gefragt hattest nach dem Wasserboiler und so weiter und so fort. Du hast hier Möglichkeiten, was einzustauen und halt das Gegengewicht hier hinten in der Rundsitzgruppe. Da hast du den Boiler drin. Und Autarkpaket. Ja, autark ist ja generell hier beim Puccini schon in gewisser Weise fast eine Serienlogistik, ja. Aber hier haben wir den Boiler BN10, den ich vorhin beschrieben habe, mit 10 Liter Gas-Stromausführung. Wir haben die dicke 100 Ah Batterie drin und haben den großen Wassertank mit City-Wasseranschluss. City-Wasser heißt, der füllt sich immer automatisch wieder auf? Richtig, er hält immer den gleichen Wasserstand, ja. Wie auf dem Klo praktisch vergleichbar. Das heißt, du hast
einen entsprechenden Behälter. Du hast einen Schwimmer wahrscheinlich mit drin, der das merkt. Ist das so ähnlich? Genau, genau, hast du es richtig erkannt, wie die Spülung von der Toilette, der in dem Moment rauf und runter den Pegel vom Wasserstand regelt. Genau das gleiche System ist auch da dran. Ist also immer fest angeschlossen. Wie gehen die Leute damit um? Thema Einfrieren von den Leitungen. Gibt es da Zubehör? Oder Wenn wir im Wohnwagen das Wasser drin haben, haben wir kein Eingefrieren. Okay. Aber bis zum Wohnwagen hinaus muss natürlich jeder dafür sorgen, dass er halt eben da freie Zuleitung hat. Eine Heizleitung dann drumherum. Ja, und es gibt aus dem landwirtschaftlichen Bereich gibt's ja diese autarken Leitungen, die darauf gelegt werden, um halt eben immer eine Temperatur von 5 Grad zu halten. Cool. So, wieder viel gelernt. Das Einzige, was ich jetzt nochmal praktisch vermisst habe, wir haben ein Heckbad. Okay, das heißt, das Heckbad ist hier mit drin. Ganz anderer Grundriss wie eben, muss ich sagen. Also ja, das hier geht auf Leben, hier geht es auf Lebensqualität. Schau mal, wir beide stehen jetzt hier in dem Wohnwagen, quasi Bauch zu Bauch. Wir haben Platz hier drin, wir haben Atmung, wir haben Luft drin, ohne dass uns eine Beengung vorkommt. Die Beengung im Winter musst du im Wohnwagen freischieben, ja? Das musst du haben. Im Sommer ist es klar, werden wir uns da trennen davon, da geht eine Partie nach draußen, das ist Sommer. Aber die Übergangszeit, so wie wir es jetzt haben, musst du ja zumindest mal irgendwo einen Schritt bewegen können. Ja. Kochen, machen, tun. Komm, wir gehen mal schnell raus. Sabrina, ich könnte ja noch stundenlang, aber wir haben ja noch 8 Fahrzeuge vor uns. Das ist übrigens nochmal die Elektroeinheit. Hier sehe ich also Batteriestände, wahrscheinlich Füllstände vom Wasser, wenn ich das haben möchte. So, wenn ich die haben möchte, ihr seid der größte Tabat-Doppelachser-Händler der Welt, zumindest mal von Europa, und habt ihr spezialisiert auch wirklich auf Doppelachser. Denn Leute, die drin leben, kaufen meist ihre Wohnwagen bei euch, egal wo sie herkommen, aus halb Europa. Das ist korrekt so, im Hunsrück. So, was hat das für eine Historie? Wie habt ihr angefangen mit Doppelachser? Tja, die Hunsrück-Gegend ist ja eine sehr kultivierte Gegend mit viel Industrie, sodass es da immer genügend Bedarf gibt, für Wohnwagen zu verkaufen. Irgendwann hatten wir alle so fertig befriedigt gehabt, dass wir uns überlegt haben, wo finden wir den Markt? Und der Markt ist in dem Moment speziell dort, wo die Zweiachser sind, wo sich die meisten Kollegen nicht beschäftigen damit. Bei uns ist der Marktanteil am Zweiachser bei 95%. Und demzufolge sind wir natürlich auch in der Charge hinaus, auch unsere Kanäle zu haben, für alle Individualitäten für den Kunden herzurichten. Ja, und du bist jetzt hier allein dafür verantwortlich. Trotzdem, der Uwe ist ab und zu dabei, oder? Der kommt schon mal hier vorbei. Der ist mit Rat und Tat dabei, das ist auch gut so, ja. Das ist schon so. Ja, wenn ich sowas haben möchte, Lieferzeit ca. 1 Jahr. Ihr habt auch nicht so viel auf Vororder, muss man sagen. Kriegt ihr ab und zu mal Gebrauchte zurück? Wir bekommen auch Gebrauchtfahrzeuge zurück, das sollte man uns immer mal ansprechen. Aber auch, wie gesagt, im Vorlauf gerne uns ansprechen und Lieferzeiten sind halt doch so um 1 Jahr. Jetzt haben wir das ganze Zeit, gesprochen über das Thema Doppelachser. Aber aufgrund unserer Videos kommen jetzt immer mehr Leute, die auch mal einen Einachser haben möchten. Werden die hier rausgeschmissen oder? Um Gottes Willen, nein. Die dürfen uns doch sicher ansprechen und dann stehen wir auch da mit Rat und Tat zur Seite. Habt ihr denn nämlich jetzt schon einiges, waren nämlich mal fast 100% Doppelachser. Und ich glaube, auch im letzten Jahr, da kamen schon einige, oder? Sven, wir müssen immer bedenken, wir bedienen ja die stärksten Messen Europas. Das ist ja auf jeden Fall der Caravan-Salon in Düsseldorf. Das betrifft die CMT in Stuttgart. Demzufolge haben wir eine kräftige Ansprache im Privatbereich. Und auf diesen Messen können wir natürlich uns ganz anders repräsentieren, weil die Marke selbst alle Produkte darstellt. Und wenn einer Tandemachser will, dann muss er nach Niederoberstein kommen, weil die Messe hat nicht so viele. HMC Schmidt mit Doppel-T, Uwe Schmidt und Sabrina Fewinger. Und du mal gerade auf die rechte Seite gehst, ihn mal mit deinem rechten Arm streichelst und du gehst mal wieder auf die linke Seite. Dann haben wir das optimale Fotofinish. So ist das politisch, gell? Das lassen wir schön weg dabei. Genau. Die Sabrina ist rechts, du bist links und der Schirm noch mit dabei von AMC Schmidt. Hier steht er. Genau die Bezeichnung bitte, Sabrina, von dem hier? Also der Puccini 650 Profi Royal im Modelljahr 2022 bis zum nächsten Mal. Bleibt mal da so stehen. Gerade noch mal gucken, dass ich es toll hinkriege. Tschüss, danke fürs Einschalten.